Lektion 1. Von der Arbeit abschalten. Welche Angewohnheit nutzen Sie, um von der Arbeit abzuschalten? Ich mache gerne einen kurzen Spaziergang, nachdem ich meine Aufgaben erledigt habe. Das klingt erfrischend. Gehen kann helfen, den Kopf frei zu bekommen. Ja, frische Luft ermöglicht es mir, mich zu erholen und zu entspannen. Ich lese oft ein Buch, um den Gedanken der Arbeit zu entfliehen. Lesen ist eine hervorragende Möglichkeit, in eine andere Welt einzutauchen. Es hilft mir sehr, mich zu entspannen. Hast du ein Lieblingsgenre? Ich mag Fantasy-Romane. Sie lassen meiner Fantasie freien Lauf. Das klingt lustig. Abschalten ist essentiell für eine gesunde Work-Life-Balance. Lektion 2. Unvergessliche Sonnenuntergänge. Welchen Ort würdest du für einen unvergesslichen Sonnenuntergang empfehlen? Ich empfehle, den Sonnenuntergang am Strand zu beobachten. Die Farben sind atemberaubend. Das klingt wunderschön. Hast du dort in letzter Zeit einen Sonnenuntergang gesehen? Ja, die Rosa- und Orangetöne waren umwerfend. Es war magisch. Ich kann mir vorstellen, dass das Geräusch der Wellen es noch spezieller macht. Unbedingt. Die Natur trägt zur Schönheit des Augenblicks bei. Welche anderen Orte bieten Ihrer Meinung nach unvergessliche Sonnenuntergänge? Die Berge bieten auch eine atemberaubende Aussicht. Ja, sie können auch umwerfend sein. Das Einfangen von Sonnenuntergängen schafft bleibende Erinnerungen. Lektion 3. Sommernahrung für Kinder. Welches Essen verbindest du immer mit Sommern in deiner Kindheit? Ich verbinde Wassermelone mit Sommer. Es ist erfrischend und süß. Das ist eine perfekte Wahl. Wassermelone ist ein Sommerklassiker. Ich erinnere mich, dass ich es bei Picknicks mit meiner Familie gegessen habe. Diese Erinnerungen machen Essen noch spezieller. Ich denke an Eiscreme. Eiscreme ist ein herrlicher Genuss. Welche Geschmacksrichtungen bevorzugst du? Ich liebe Schokoladenkeksteig. Es bringt glückliche Erinnerungen zurück. Diese Aromen sind nostalgisch. Essen kann uns mit unserer Vergangenheit verbinden. Unbedingt. Sommerliche Speisen erinnern uns an tolle Zeiten und Freude. Lektion 4. Persönliche Retreats. Was ist ein Ort, an dem Sie stolz auf Ihr Wachstum sind? Ich bin stolz, wenn ich meine alte Universität besuche. Das klingt bedeutsam. Wie spiegelt es Ihr Wachstum wider? Es erinnert mich an meine harte Arbeit und Erfolge. Universitäten gestalten unsere Zukunft. Besuchen Sie uns oft? Ich versuche alle paar Jahre zurückzugehen. Die Erinnerungen sind kostbar. Das kann ich verstehen. Mir geht es genauso, was mein Elternhaus angeht. Zu Hause birgt viele Erinnerungen, die prägen, wer wir heute sind. Ja, der Besuch dieser Orte hilft uns, unsere Reise zu schätzen. Lektion 5. Erlaubnis, von vorne zu beginnen. Was ist eine kleine Art, wie du dir selbst die Erlaubnis gibst, von vorne anzufangen? Ich schreibe meine Gefühle auf und setze neue Absichten. Das klingt therapeutisch. Wie hilft es? Es macht meinen Kopf frei und ermöglicht es mir, meine Perspektive neu zu definieren. Ich mache oft eine kurze Pause, um über meine Ziele nachzudenken. Reflexion kann für Klarheit und Orientierung sorgen.
Ja, sich Zeit zum Nachdenken zu nehmen, kann zu besseren Entscheidungen führen. Unbedingt. Ein Neuanfang kann neue Türen öffnen. Ich stimme zu. Es ist ein wichtiger Teil des persönlichen Wachstums. Lektion 6. Dankbarkeit üben. Welche Frage stellst du, um zu erfahren, wofür jemand heute am dankbarsten ist? Ich frage oft, was hat dich heute zum Lächeln gebracht? Das ist eine schöne Frage. Es fördert die Positivität. Ja, die Konzentration auf Freude kann jemandem den Tag versüßen. Haben Sie interessante Antworten bemerkt, wenn Sie fragen? Viele Leute erwähnen einfache Dinge wie ein nettes Gespräch. Diese Momente sind wichtig. Dankbarkeit fördert das Glück. Genau. Wir sollten die kleinen Dinge immer wertschätzen. Ich stimme voll und ganz zu. Dankbarkeit kann unsere Denkweise verändern. Lektion 7. Schönheit an gewöhnlichen Tagen wahrnehmen. Was ist eine kleine Angewohnheit, die dir hilft, Schönheit an normalen Tagen wahrzunehmen? Ich nehme mir jeden Tag einen Moment Zeit, um meine Umgebung zu beobachten. Das klingt erfrischend. Was fällt dir normalerweise auf? Mir fallen kleine Details auf, wie Blumen oder der Himmel. Diese einfachen Momente können sehr erhebend sein. Ja, es erinnert mich daran, die kleinen Geschenke des Lebens zu schätzen. Ich fotografiere oft schöne Momente, um sie festzuhalten. Das ist eine schöne Art, sich an die Schönheit zu erinnern. Unbedingt. Wir müssen das Gewöhnliche feiern. Lektion 8. Mit Neugier erkunden. Was ist ein Ort, den Sie bald mit neuer Neugier erkunden möchten? Ich möchte die örtlichen botanischen Gärten besuchen. Das klingt faszinierend. Was zieht dich an diesen Ort? Ich bin fasziniert von verschiedenen Pflanzen und ihren Ökosystemen. Die Natur kann uns so viel beibringen. Warst du schon in anderen Gärten? Ja, ich habe einen Garten in einer anderen Stadt besucht. Die Vielfalt war unglaublich. Jeder Garten hat seinen einzigartigen Charme. Ich würde mich dir gerne anschließen. Das würde Spaß machen. Gemeinsames Erkunden kann zu neuen Entdeckungen führen. Ich stimme zu. Die Natur hat immer etwas Neues zu bieten. Lektion 9. Unvergessliche Songs entdecken. Was ist ein Lied, das du kürzlich entdeckt hast und das dir im Gedächtnis geblieben ist? Ich habe kürzlich einen Song namens Rise Up gefunden. Es ist sehr inspirierend. Das klingt aufmunternd. Was ist mit dem Lied, das bei dir Anklang findet? Die Texte fördern das Durchhaltevermögen. Sie erinnern mich daran, weiterzumachen. Ich verstehe. Musik kann einen starken Einfluss auf unsere Emotionen haben. Unbedingt. Hast du in letzter Zeit irgendwelche Songs entdeckt, die du liebst? Ja, ich habe Good Vibrations gefunden. Es verbessert immer meine Stimmung. Das ist ein Klassiker. Musik hat eine Art, uns zu transportieren. In der Tat. Es schafft Erinnerungen und Gefühle, die bei uns bleiben. Lektion 10. Wir feiern schwierige Wochen. Auf welche Weise feierst du, dass du eine schwierige Woche überstanden hast?
Ich gönne mir gerne einen Filmabend zu Hause. Das klingt entspannend. Welches Genre schaust du am liebsten? Ich mag Komödien. Sie helfen mir, mich zu entspannen und zu lachen. Lachen ist eine großartige Möglichkeit, Stress abzubauen. Normalerweise koche ich ein gutes Essen. Kochen kann therapeutisch sein. Welche Gerichte bereitest du gerne zu? Ich bereite oft Pasta zu. Es ist mein liebstes Hausmannskost. Hausmannskost ist das Beste nach einer langen Woche. Was kombinierst du normalerweise damit? Ich liebe es, Knoblauchbrot als Beilage zu haben. Es macht es noch besser. Lektion 11. Lektionen fürs Leben erteilen. Was ist eine Sache, die du einem Kind über das Leben beibringen möchtest? Ich würde ihnen den Wert von Freundlichkeit beibringen. Es ist unerlässlich. Das ist eine wunderbare Lektion. Wie glaubst du, würden sie das verstehen? Ich würde sie ermutigen, anderen in Not zu helfen. Anderen zu helfen erzeugt Empathie. Es zeigt die Wirkung unseres Handelns. Ja, ich glaube, kleine Gesten der Güte können die Welt verändern. Ich stimme voll und ganz zu. Welche anderen Lektionen hältst du für wichtig? Ich würde ihnen auch beibringen, neugierig zu sein und Fragen zu stellen. Neugier führt zu Lernen und Wachstum. Es ist wichtig für die Entwicklung. Lektion 12. Duft und Stimmung. Was ist ein Duft, der sofort gute Laune macht? Der Duft von frischem Kaffee bringt mich immer zum Lächeln. Kaffee hat ein beruhigendes Aroma. Trinkst du ihn gerne? Ja, ich trinke jeden Morgen eine Tasse. Es fängt meinen Tag richtig an. Ich genieße den Duft von frisch gemähtem Gras. Es erinnert mich an den Sommer. Das ist erfrischend. Der Sommer hat die Möglichkeit, schöne Erinnerungen zu wecken. Genau. Düfte können starke Emotionen und Erinnerungen auslösen. Ja, sie verbinden uns mit Momenten in unserem Leben. Ein guter Duft kann unseren Tag verschönern und unsere Stimmung verbessern. Lektion 13. Winziger Luxus. Was ist ein winziger Luxus, den Sie genießen und der sich luxuriös anfühlt, aber erschwinglich ist? Ich liebe es, lange Bäder mit ätherischen Ölen zu nehmen. Es ist mein Leckerbissen. Das klingt herrlich. Welche Düfte fügst du am liebsten hinzu? Ich wähle oft Lavendel oder Eukalyptus. Sie sind sehr beruhigend. Diese Düfte können eine entspannte Atmosphäre schaffen. Ich mag Duftkerzen. Kerzen verleihen einem Raum Wärme und Komfort. Haben Sie einen Lieblingsduft? Ich liebe Vanille. Es fühlt sich immer gemütlich und einladend an. Das ist eine klassische Wahl. Kleine Luxusgüter können unseren Tag verschönern. In der Tat, sie erinnern uns daran, die einfachen Freuden des Lebens zu genießen. Lektion 14. Sich anderen gegenüber öffnen. Welche Frage stellst du, um jemandem zu helfen, sich dir zu öffnen? Ich frage oft, was hat dich in letzter Zeit zum Lächeln gebracht? Das ist eine gute Frage. Sie fördert den positiven Austausch. Ja, die Konzentration auf glückliche Momente schafft einen warmen Raum.
Finden Sie Flexibilität in Ihren Antworten? Unbedingt. Es löst tiefere Gespräche über Lebenserfahrungen aus. Ich frage gerne, was war in letzter Zeit deine größte Herausforderung? Das hilft Ihnen, wichtige Gefühle zu teilen. Wie reagieren Sie? Sie schätzen es oft, wenn jemand zuhören möchte. Lektion 15. Der Kreativität freien Lauf lassen. Was ist eine kleine Sache, die du tust, um deiner Kreativität freien Lauf zu lassen? Ich schreibe jeden Morgen in ein Tagebuch. Es hilft mir, den Kopf frei zu bekommen. Das ist eine wunderbare Praxis. Wie beflügelt ist deine Kreativität? Beim Schreiben werden neue Ideen und Gedanken aufgedeckt. Ich skizziere gerne in meinem Notizbuch. Es ermöglicht meiner Fantasie, sich zu erweitern. Skizzieren ist eine großartige Möglichkeit, Kreativität visuell auszudrücken. Ja, meine Hände zu bewegen hilft mir, anders zu denken. Die Beschäftigung mit Kunst öffnet unseren Geist für Inspiration. Unbedingt. Kreativität gedeiht, wenn wir sie täglich fördern. Lektion 16. Sinnvolle Erinnerungen an einen Roadtrip. Was ist die Erinnerung an einen Roadtrip, der die Art und Weise, wie Sie reisen, verändert hat? Ich erinnere mich an einen Ausflug zum Grand Canyon. Es war atemberaubend. Das klingt aufregend. Was hat es so wirkungsvoll gemacht? Wir haben unerwartete Umwege gemacht und unterwegs versteckte Juwelen entdeckt. Ungeplante Abenteuer können zu den besten Erinnerungen führen. Was hast du gefunden? Wir haben ein kleines Diner mit dem besten Kuchen gefunden, den ich je probiert habe. Das klingt herrlich. Hat das deine Art zu reisen geändert? Ja, jetzt schätze ich Spontanität mehr. Es macht Reisen unvergesslicher. Ich stimme zu. Einige der besten Momente entstehen durch ungeplante Erlebnisse. Lektion 17. Den Morgen feiern. Auf welche Weise sorgen Sie dafür, dass sich die Vormittage manchmal feierlich anfühlen? Am Wochenende bereite ich gerne ein besonderes Frühstück zu, wie Pfannkuchen. Das klingt köstlich. Welche Toppings magst du? Ich liebe frisches Obst und Ahornsirup. Es fühlt sich an wie ein Leckerbissen. Pfannkuchen können den Morgen sicherlich verschönern. Ich mache gerne Smoothies. Smoothies sind erfrischend. Sie sorgen für einen tollen Energieschub. Ja, es ist wichtig, den Tag mit einer nahrhaften Mahlzeit zu beginnen. Ist es. Kleine Momente zu feiern kann unsere Stimmung verbessern. Unbedingt. Jede kleine Freude trägt zu einer positiven Einstellung bei. Lektion 18. Kleine Ziele setzen. Was ist ein kleines Ziel, das du dir jeden Monat setzt? Ich beabsichtige, jeden Monat mindestens 2 Bücher zu lesen. Das ist ein großes Ziel. Wie wählst du die Bücher aus? Ich wähle eine Mischung aus Genres, von Fiktion bis Selbsthilfe. Das macht es interessant. Ich konzentriere mich darauf, meine Kochkünste zu verbessern. Das klingt lohnend. Hast du irgendwelche neuen Rezepte ausprobiert? Ja, ich habe letzte Woche hausgemachte Pasta gemacht. Es war herausfordernd, hat aber Spaß gemacht. Kochen kann ein kreatives Ventil sein. Ich bewundere dein Engagement. Danke.
Das Setzen kleiner Ziele hilft dabei, den Fortschritt zu verfolgen. Lektion 19. Hausmannskost. Was ist ein Komfortgericht, das Sie zubereiten, wenn Sie sich umsorgt fühlen möchten? Ich liebe es, Hühnersuppe zu machen. Es erinnert mich an meine Kindheit. Das klingt beruhigend. Was macht es für dich besonders? Meine Großmutter hat es immer gemacht, wenn ich mich unwohl fühlte. Diese Erinnerungen können Wärme bringen. Welche Zutaten verwendest du? Ich verwende frisches Gemüse und Kräuter für den Geschmack. Frische Zutaten machen immer einen Unterschied. Ich mache gerne Kartoffelpüree. Kartoffelpüree ist herrlich. Sie sind perfekt für gemütliche Abende. Ja, Hausmannskost gibt uns das Gefühl, geliebt zu werden. Lektion 20. Ratschläge wiederholen. Was ist ein Ratschlag, den du anderen wiederholst? Ich sage den Leuten oft, dass sie ihre Einzigartigkeit annehmen sollen. Das ist ein wertvoller Rat. Warum denkst du, dass es wichtig ist? Einzigartigkeit zu akzeptieren, fördert Selbstvertrauen und Authentizität. Ich stimme zu. Ich erinnere die Leute daran, dass Scheitern ein Teil des Erfolgs ist. Ja, Scheitern lehrt uns wichtige Lektionen. Wir lernen und wachsen daraus. Die Förderung von Resilienz kann andere dazu inspirieren, weiter voranzukommen. Unbedingt. Kleine Worte der Weisheit können nachhaltige Auswirkungen haben. Es ist erfüllend, Ratschläge zu geben, die anderen helfen können, erfolgreich zu sein. Lektion 21. Geräusche der Ruhe. Was ist ein Geräusch, bei dem Sie sich sofort ruhig fühlen? Ich liebe das Geräusch von Regen, der auf das Dach fällt. Das ist beruhigend. Es schafft eine friedliche Atmosphäre. Ja, ich fühle mich dadurch gemütlich und entspannt. Was ist mit dir? Ich finde das Geräusch krachender Wellen beruhigend. Das Meer erfrischt den Geist. Genau. Naturgeräusche können sehr therapeutisch sein. Sie versetzen uns in einen ruhigeren Geisteszustand. Definitiv. Geräusche der Natur können helfen, Stress abzubauen. Lektion 22. Absichtliche Starts. Was ist ein kleines Ritual, das du hast, um deinen Tag bewusst zu beginnen? Ich übe Dankbarkeit jeden Morgen, indem ich in ein Tagebuch schreibe. Das ist eine wunderbare Angewohnheit. Wie prägt sie deinen Tag? Es gibt einen positiven Ton an und konzentriert meine Gedanken. Nach dem Aufwachen meditiere ich gerne 10 Minuten lang. Meditation ist eine großartige Möglichkeit, den Geist frei zu bekommen. Ja, es hilft mir, meine Absichten für den Tag in Einklang zu bringen. Kleine Rituale können Sinn machen. In der Tat. Bewusstes Anfangen führt zu einem achtsameren Leben. Lektion 23. Orte der Vitalität. An welchem Ort an der Natur fühlst du dich am lebendigsten? In einem üppigen Wald fühle ich mich am lebendigsten. Die Energie ist unglaublich. Das klingt bezaubernd. Was liebst du an Wäldern? Die Frische der Luft und das schöne Grün verjüngen mich. Ich verstehe. Ich fühle mich so in der Nähe eines Gebirgsbaches.
Wasser in der Natur kann belebend sein. Was machst du dort? Ich gehe gerne den Weg entlang und höre dem Wasser zu. Das muss friedlich sein. Die Natur hat einen starken Einfluss auf unseren Geist. Ja, draußen zu sein, bringt ein Gefühl von Freiheit. Lektion 24. Bemühungen feiern. Was ist eine kleine Art zu feiern, die du versuchst, auch wenn es schwer ist? Ich nehme mir einen Moment Zeit, um über meine Bemühungen nachzudenken und sie zu schätzen. Das ist eine lobenswerte Praxis. Reflexion kann sehr mächtig sein. Ja, es ermöglicht mir, meine Fortschritte anzuerkennen, egal wie klein sie sind. Ich bewundere diesen Ansatz. Ich belohne mich mit einer lustigen Aktivität. Welche Art von Aktivität wählst du? Ich schaue gerne einen Film oder mache eine Radtour. Das klingt nach großartigen Möglichkeiten, sich zu entspannen. Es ist wichtig, Anstrengungen zu feiern. Unbedingt. Wenn wir unsere Kämpfe anerkennen, bleiben wir motiviert. Lektion 25. Freude finden. Welche Frage stellst du, um mehr über die größte Quelle der Freude eines Menschen zu erfahren? Ich frage oft, was macht dich am glücklichsten im Leben? Das ist eine durchdachte Frage. Warum denkst du, dass es wichtig ist? Es zeigt, was die Menschen am meisten schätzen und schätzen. Haben Sie interessante Antworten auf diese Frage erhalten? Ja, viele Menschen finden Freude an Verbindungen zu Familie und Freunden. Das kann ich verstehen. Beziehungen bringen oft Glück. Unbedingt. Über Freude zu sprechen, kann unser gegenseitiges Verständnis vertiefen. Ja. Es ermutigt uns, die kleinen Segnungen des Lebens zu schätzen. Lektion 26. Nützliche Küchenhelfer. Was ist ein kleines Küchengerät, das Sie überraschend nützlich finden? Ich finde eine Knoblauchpresse sehr nützlich. Das spart so viel Zeit. Das ist eine gute Wahl. Ich hacke Knoblauch oft von Hand. Hacken kann mühsam sein. Die Presse macht es einfach und schnell. Ich stimme zu. Benutzt du es oft beim Kochen? Ja, ich verwende es für viele Rezepte, die Knoblauch erfordern. Knoblauch verleiht so viel Geschmack. Was ist dein Lieblingsknoblauchgericht? Ich liebe es, Garnelen mit Knoblauchbutter zuzubereiten. Es ist köstlich. Das klingt verlockend. Das Rezept muss ich vielleicht ausprobieren. Lektion 27. Umgang mit chaotischen Tagen. Auf welche Weise sorgen Sie dafür, dass sich chaotische Tage überschaubar anfühlen? Ich erstelle eine einfache To-Do-Liste, um Aufgaben zu priorisieren. Das klingt effektiv. Wie hilft es dir? Es ermöglicht mir, mich auf eine Aufgabe nach der anderen zu konzentrieren. Ich verstehe. Ich mache oft Pausen, um innezuhalten und zu atmen. Pausen können den Kopf frei bekommen. Es ist wichtig. Ja. Ich finde es auch hilfreich, meine Umgebung zu ändern. Das ist eine tolle Idee. Eine neue Umgebung kann zu neuer Energie anregen. Unbedingt. Die Bewältigung des Chaos hilft dabei, das Gleichgewicht zu halten.
Lektion 28. Festtagsdüfte. Welcher Duft erinnert dich an einen bestimmten Feiertag? Der Duft von Zimt erinnert mich immer an Weihnachten. Das ist ein wunderbarer Duft. Es weckt warme Erinnerungen. Ja, ich erinnere mich, wie ich mit meiner Familie Kekse gebacken habe. Backen sorgt für so schöne Momente. Backst du in den Ferien immer noch? Unbedingt. Ich liebe es, jedes Jahr Zimtschnecken zu machen. Die klingen köstlich. Welche anderen Düfte verbindest du mit Feiertagen? Ich liebe auch den Duft von Kiefern vom Weihnachtsbaum. Die Natur hat die Möglichkeit, die Urlaubsstimmung zu steigern. Lektion 29. Mutige Taten. Was ist ein kleiner mutiger Akt, den Sie gemacht haben und der sich ausgezahlt hat? Ich habe vor meiner Klasse gesprochen, um meine Ideen mitzuteilen. Das ist mutig. Wie hat es sich angefühlt? Ich war danach nervös, aber stolz. Es war lohnend. Ich kann das nachvollziehen. Ich habe meine Kunst einmal in einer Galerie geteilt. Das klingt aufregend. War es gruselig, deine Arbeit zu präsentieren? Ja, aber die Unterstützung von Freunden hat es einfacher gemacht. Unterstützung kann einen großen Unterschied machen, wenn es darum geht, Risiken einzugehen. Genau. Kleine mutige Taten können zu großen Chancen führen. Lektion 30. Hobbys für kostenlose Samstage. Welches Hobby würdest du beginnen, wenn du jede Woche einen freien Samstag hättest? Ich würde gerne töpfern lernen. Das klingt interessant. Was reizt dich zur Töpferei? Ich finde es therapeutisch, etwas mit meinen Händen zu kreieren. Ich verstehe. Es ist befriedigend, Kunst zu machen. Ja, ich habe handgefertigte Töpferwaren schon immer bewundert. Ich würde mich dir anschließen. Ich möchte Gitarre lernen. Das würde Spaß machen. Musik kann eine wunderbare Ausdrucksform sein. Wir könnten unsere Fortschritte miteinander teilen. Lektion 31. Snack zum Abendessen. Was ist ein Snack, den du zum Abendessen essen und dich darüber freuen könntest? Ich könnte eine große Schüssel Popcorn essen. Es ist mein Lieblingssnack. Popcorn ist großartig. Fügst du irgendwelche Belege hinzu? Ich liebe es, geschmolzene Butter und eine Prise Salz hinzuzufügen. Das klingt köstlich. Ich genieße eine Käseplatte als Snack zum Abendessen. Käse und Cracker sind eine köstliche Kombination. Unbedingt. Snacks können beruhigend sein und Spaß machen. Ja, sie können ein entspanntes kulinarisches Erlebnis schaffen. Manchmal können einfache Mahlzeiten die meiste Freude bereiten. Lektion 32. Ausruhen ohne Schuldgefühle. Was ist eine einfache Praxis, die dir hilft, dich ohne Schuldgefühle auszuruhen? Ich plane Zeit für mich in meine Woche ein. Das ist eine kluge Idee. Wie hilft es dir? Es gibt mir die Erlaubnis, mich zu entspannen und neue Energie zu tanken. Ich verstehe. In dieser Zeit lese ich gerne oder gehe spazieren. Lesen ist wunderbar, um der Realität zu entfliehen. Ja. Es hilft dem Geist, sich zu entspannen. Legen Sie einen bestimmten Tag fest?
Normalerweise wähle ich Sonntagnachmittage zur Selbstpflege. Das klingt perfekt. Ruhe ist wichtig für das Wohlbefinden. Lektion 33. Inspirierende Architektur. An welchen Ort gehst du, wenn du dich von Architektur inspirieren lassen willst? Ich liebe es, Kunstmuseen zu besuchen. Ihre Designs sind oft atemberaubend. Das klingt faszinierend. Welches Museum empfiehlst du? Ich empfehle das Guggenheim. Das Gebäude selbst ist ein Meisterwerk. Ich wollte schon immer dorthin. Was findest du sonst noch inspirierend? Ich gehe auch gerne durch historische Viertel. Alte Gebäude erzählen viele Geschichten. Sie tragen Geschichte in ihren Wänden. Ja. Die Handwerkskunst ist etwas, das man bewundern kann. Architektonische Schönheit kann Kreativität und Inspiration wecken. Lektion 34. Wertschätzung zeigen. Wie zeigt man jemandem ohne Worte Wertschätzung? Ich koche oft als Überraschung ihr Lieblingsessen. Das ist eine wohlüberlegte Geste. Essen kann so viel Liebe ausdrücken. Ja. Für jemanden zu kochen zeigt, dass dir sein Glück am Herzen liegt. Ich verschenke gerne kleine Geschenke, die mich an sie erinnern. Das ist eine tolle Idee. Personalisierte Geschenke sind etwas ganz Besonderes. Genau. Es zeigt, dass du auf ihre Likes achtest. Kleine Handlungen können tiefe Gefühle der Wertschätzung vermitteln. Ja. Taten sagen manchmal mehr als Worte. Lektion 35. Feierliche Räume schaffen. Was ist eine kleine Sache, die Sie tun, damit sich Ihr Zuhause feierlich anfühlt? Ich zünde gerne Kerzen an und spiele fröhliche Musik. Das klingt herrlich. Wie verändert es die Atmosphäre? Es schafft eine warme und einladende Umgebung. Musik kann jeden Moment aufwerten. Hast du ein Lieblingslied? Ja, ich liebe fröhliche Songs, die meine Stimmung heben. Ich genieße es, frische Blumen im Zimmer zu haben. Blumen bringen Freude und Farbe in jeden Raum. Unbedingt. Einfache Berührungen können aus einem gewöhnlichen Tag ein Fest machen.